Mal ein bisschen locker machen, die Arbeit lassen, an die frischen Luft gehen, das tut mal gut. Oh ja, und dann die guten Gaben Gottes genießen. Ja, die Gaben Gottes, aber weißt du, wir beten ja auch im Tischgebet oder so, auch für die Leute, die die Sachen zubereitet haben. Ich meine, so ein Käse, das kommt nicht direkt von Gott, sondern es braucht auch wirklich ein bisschen Mitarbeit, oder? Bis aus der Milch Käse entsteht. Das ist doch wirklich toll, dass wir so schöpferisch mitarbeiten dürfen, können mit dem lieben Gott, dass er nicht einfach alles alleine macht. So schön es ja ist, also irgendwie mal nichts zu tun. Ich glaube aber, wir wären doch nicht zufrieden, wenn wir die ganze Zeit nichts mehr machen würden. Das stimmt. Ich meine, es macht schon Spaß, wenn man sieht, wie durch die eigene Mitarbeit irgendetwas dann entsteht, was vorher nicht war. Das ist schon toll. Genau, aber mich würde jetzt echt mal interessieren, wie aus der Milch dann so ein Käse entsteht. Ja. Du, kennst du irgendwie jemand, der eine Käserei hat hier oder so? Nicht direkt, aber wir haben doch Kontakte. Komm, gehen wir. Nehmen wir das mit. Okay. Wir sind hier bei dem Daniel Kamenzit. Stimmt das? Kamenzit? Ja, genau. Ein waschechter Käser. Also ich bin Käser, ich bin in der Innerschweiz geboren, in einer großen Familie. Meine Eltern hatten mehr Kinder als Kühe. Darum blieb mir nichts anderes übrig, als in die Welt hinauszugehen. Ich ging in die Ostschweiz, habe dort die Käserlehre gemacht, habe dort auch meine Frau kennengelernt. Wir haben einen kleinen Betrieb in Toggenburg übernommen. Der ist dann geschlossen worden, weil er ein kleiner Betrieb war. Dann kamen wir hier ins Zürich Oberland, ich mit meiner Frau, mit der Familie. Wir haben hier seit 32 Jahren gelebt, haben 6 Kinder. Mit meinem Bruder zusammen im anderen Betrieb, im Nachbarbetrieb, haben wir das aufgebaut, diese Spezialitätenkäserei. Wir haben eine wirklich VIP-Tour von dieser Käserei bekommen und haben in all die Räume geschaut und all die verschiedenen Schritte kennengelernt, die dazugehören, bis ein Käse entsteht und auch zum Verkauf bereitgestellt wird. Genau. Also hier sind wir in der Käserei. Wir haben einen älteren Betrieb. Wir haben hier den Betrieb ein wenig umbauen müssen. Jetzt machen wir Spezialitätenkäse, 72 Laib pro Tag. Wir haben hier das Käsekästchen, hier kommt die Milch rein. Da geben wir auch die Kultur dazu. Wir machen immer noch Naturkäse wie vor 100 Jahren. Wir brauchen immer noch die 5 Sachen. Wir brauchen Milch, wir brauchen Wasser, Milchsäurebakterienkultur, Lab und Salz. Und sonst kommt nichts drin. Das ist immer noch ein Naturprodukt. Je nach Käsefabrikation kommen die Käse nach 12 Stunden schon ins Salzbad oder erst nach 20, 24 Stunden. Die bleiben ca. 3 Stunden im Minimum bei den kleinen Käse, bei den Kiburgerli, oder 2 Tage, je nach Käsesorte. Ob der Käse hart ist oder Halbhartkäse. Um in den Käsekeller reingehen zu können, mussten wir uns wie Kriminaltechniker anziehen. Das scheint irgendwas mit hygienischen Vorschriften zu tun zu haben. Hier haben wir runde und viereckige Käse, alle so zwischen 5 und 6 Kilo. Die Käse bleiben hier 2 Monate bis 1 Jahr. Reifen sie, je nach Käsesorte. Die Käse werden, wenn sie jung sind, die weißen Käse, die sieht man hier, die werden jeden Tag gepflegt und die älteren Käse circa 2-mal die Woche. Genau. Unser Käseroboter ist jetzt an der Arbeit. Unsere Jungs haben den Namen Giovanna gegeben. Es gibt in der Schweiz mehrere Roboter, aber nur ein Mann. Alle anderen wurden als Frau bezeichnet. Und unser Roboter ist die Giovanna. Genau. Und der holt die Käse mit dem Brett, führt sie in die Kabine, das Brett kommt weg und dann
kommen die Käse, die jetzt gepflegt wurden, kommen neu auf das Brett. Also das Brett wird immer gewechselt. Die Käse kommen immer auf ein neues Brett. Das Brett bleibt immer auf der gleichen Höhe, aber der Käse kommt immer eine Stufe höher. Ich hätte nie gedacht, dass ich so gerne Käse verkaufe. Ja, das macht jetzt Spaß. Ja, genau. Ja. Ein Käse heißt Frauenpower. Ja, das gibt es, ja. Genau. Ist schwierig zum Definieren, was das für ein Käse ist. Darum heißt er so. Ich werde immer gefragt, ja, sage ja, das kann ich nicht, das ist schwierig zu sagen. Und die Männer nebenan, die verstehen das nicht. Was bedeutet Ihnen so dieser Beruf oder diese Arbeit? Also für mich ist das ein Beruf. Ich war ja als Bauernbub aufgewachsen und ich sehe, aus dem Gras können wir so eine vielfältige Palette machen. Also die Kuh frisst Gras, gibt Milch und aus dieser Milch können wir 100, 200 verschiedene Käsesorten machen. Das größte Glück, was ich erlebt habe in meiner Zeit, ist sicher, dass ich zu Hause meinen Beruf ausüben konnte, mit der Familie. Ich hatte die Kinder immer um mich, ich hatte meine Frau immer um mich, wir waren immer zusammen. Die Kinder kamen in die Käserei, haben wir mitgeholfen. Und was ist so vielleicht eine große Herausforderung? Welche Herausforderungen gibt es in der Die große Herausforderung ist natürlich, wenn wir in der Natur sind, die Natur gibt immer. Also du musst jeden Tag arbeiten, also die Milch kommt jeden Tag. Ja. Wir haben 7 Tage gearbeitet. Am Morgen kam die Milch, am Abend kam die Milch. Aber hatten Sie früher dann kaum mal einen Sonntag auch quasi, oder? Also Sonntag habe ich relativ früh versucht, hier in Schalchen nicht zu käsen. Also dass ich die Milch überstellt habe. Für mich war der Sonntag immer heilig. Ja. Das habe ich gelernt. Und ich denke, das ist auch ein Teil vom Erfolg. Ich habe meine Zeit gehabt für die Familie. Ich habe auch am Sonntag keine Buchhaltung gemacht, ganz bewusst. Wenn ich hinten, also mit der Zeit hintenher war, habe ich immer am Abend Büro gemacht, aber am Sonntag nie. Da war ich immer für die Familie da und der Sonntag ist Sonntag. Das ist festgeschrieben und das ist, denke ich, eine gute Idee. Und vielleicht können Sie noch was zu Ihrer Firma Philosophie sagen. Also mir war es immer sehr wichtig, dass in unserem Betrieb, dass es nachhaltig ist. Wir haben ja die Milchlieferanten, wir haben unsere Angestellten, wir haben unsere Kunden und das Geschäft, das uns gehört, die 4 Parteien, die müssen alle profitieren können. Also es kann nicht sein, dass ich meine Milchlieferanten schlecht behandle oder die Angestellten oder meine Mitstreiter in der Firma. Also alle müssen können profitieren von diesem Betrieb, dann ist er nachhaltig. Wenn nur einer von diesen Schwierigkeiten hat, dann haben wir keine Chance für die Zukunft. Und unser Betrieb ist so aufgebaut, dass es für alle stimmt. Wir können nicht alle Wünsche erfüllen, aber wir versuchen gerecht, ausgleichend zu sein. Also ich als Chef will nicht möglichst viel verdienen. Ich will auch verdienen, aber ich muss auch investieren. Ich brauche gute Leute, da muss ich auch dort investieren. Wir müssen in unsere Milchbauern investieren, dass sie gute Milchqualität bringen können. Das ist ganz wichtig. Das war aber super interessant. Fand ich auch. Jetzt wissen wir nämlich, wie man Käse macht und was es alles dazu braucht. Gras, Kühe, unsere Mitarbeit Genau. und nicht zu vergessen natürlich Gott, von dem alles kommt und ohne den es nichts geben würde, auch nicht Gras. Ja. Mich hat vor allem auch dieser Käse beeindruckt. Also einfach, wie er mit seiner Arbeit identifiziert war und bei aller Mühe und Anstrengung, die das ja 100%ig macht, das hat man ja auch mitgekriegt, hat man doch gespürt, dass es irgendwie für ihn diese Arbeit so eine Glücksquelle ist und ihn wirklich erfüllt. Also ich fand es sehr inspirierend. Tja, eine Glücksquelle. Das ist eigentlich interessant. Man denkt nicht so oft an Glück und Glücksquelle, wenn man an die Arbeit denkt, besonders dann, wenn es mal zu viel wird. Aber
es hat ja was, weil dieses Kreativsein, kreativ mitwirken, das ist ja schon etwas, was sehr erfüllend ist. Und wenn man es durchdenkt, Gott ist ja der Kreator, also die Kreativität selbst. Und das ist ja dann irgendwie eine Teilnahme an dem, was Gott auch tut. Das stimmt. Und so gesehen bringt uns die Arbeit ja auch direkt in Verbindung mit Gott, macht uns ihm sogar ähnlich oder wir dürfen mitwirken. Und das ist irgendwie schön zu wissen, also wir können uns im Alltag dann auch mit ihm verbinden. Und diese Rückbindung, die kann auch sehr entlastend sein. Also wir werden ernst genommen, wir wirken mit, aber die letzte Verantwortung ist dann doch bei ihm und es kann sehr gut tun einfach. Ja, und wie erlebt ihr das, eure Arbeit? Es gibt ja Arbeiten ohne Ende verschiedene, aber habt ihr auch solche Erlebnisse oder Beispiele wie diese Käse, wie eben Sachen entstehen mit eurer Mitarbeit und mit der Hilfe Gottes? Teilt die uns gerne mit. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!